Hallo und guten Tag, herzlich willkommen bei Money Money, dem Kanal, auf dem ich euch versuche, Begriffe aus dem Finanz- und Wirtschaftsleben einfach zu erklären. In Ergänzung meines Beitrages zum Thema Kredit möchte ich heute das Thema Kreditsicherheiten ansprechen. Ich habe mir dazu die 4 wichtigsten herausgesucht. Als Kreditsicherheit kommen in Frage zum einen die Bürgschaft, dann das Pfandrecht, dann die Sicherungsübereignung und die Abtretung oder Zession. Beginnen möchte ich mit der Bürgschaft. Was ist eigentlich eine Bürgschaft? Den Begriff habt ihr ja schon sicherlich schon mal öfters gehört. Nach der Definition ist eine Bürgschaft ein einseitig verpflichtender Vertrag, in dem sich der Bürge verpflichtet, für die Schuld eines anderen auf Verlangen des Gläubigers einzustehen. Eine Bürgschaft kommt in der Praxis vor, in der Regel, wenn man einen Kredit aufnimmt oder aber auch bei anderen Rechtsgeschäften, wie zum Beispiel bei Mietverträgen. Bei der Bürgschaft fallen also der Kreditnehmer und der Bürge auseinander. Das heißt, sie sind nicht personenidentisch. Ein Bürge kann oder ein Schuldner kann also nicht für sich selber bürgen. Der Gläubiger einer Forderung erhält, wenn er eine Bürgschaft bekommt, einen sogenannten schuldrechtlichen Anspruch gegen den Bürgen. Wo kommt die Bürgschaft vor in der Praxis? Beispielsweise wollt ihr euch ein Auto kaufen und euer Einkommen reicht nicht aus, um eine positive Kreditwürdigkeitsprüfung zu überstehen. Dann kann es sein, dass die Bank einen Bürgen verlangt. In der Regel oder öfters stellen sich dafür dann natürlich die Eltern zur Verfügung, die dann für diesen Kredit bürgen. Dabei wird der Bürger natürlich genauso unter die Lupe genommen wie der Kreditnehmer selber. Und erst wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung des Bürgen abgeschlossen ist, dann wird in der Regel auch der Kredit gewährt und der Geldbetrag ausgezahlt. In Deutschland unterscheiden wir im Grunde, im Wesentlichen 2 Bürgschaftsarten. Zum einen ist das die Ausfallbürgschaft und zum anderen die sogenannte selbstschuldnerische Bürgschaft. Bei einer Ausfallbürgschaft muss der Gläubiger, sprich die Bank, erst alle Rechtsmittel ausschöpfen, um die Forderung zu begleichen. Wenn also der Hauptschuldner nicht mehr zahlen kann oder zahlen will, dann muss die Bank, der Gläubiger, Zwangsmaßnahmen einleiten, dann müssen Mahnverfahren eingeleitet werden und alle diese Rechtsmittel müssen ausgeschöpft werden, um die Forderung zu begleichen. Erst dann, wenn also selbst diese Maßnahmen nicht den gewünschten Betrag erbringen, wird der Bürger in Anspruch genommen, quasi für den Rest, quasi für den Ausfall. Insofern erklärt sich auch der Name von selbst, Ausfallbürgschaft. Dieses Verfahren bei der Ausfallbürgschaft ist sehr langwierig und sehr kompliziert. Deswegen kommt sie in der Praxis kaum noch vor. In der Regel werden selbstschuldnerische Bürgschaften verlangt von den Banken. Bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft, wie es juristisch heißt, verzichtet der Bürger auf die sogenannte Einrede der Vorausklage. Er wird direkt neben den Hauptschuldner gestellt und auch so behandelt. Wenn also ein Zahlungsausfall droht, wenn der Hauptschuldner in Zahlungsverzug ist, kann der Gläubiger, in der Regel die Bank, sofort ohne weiteres und ohne Einleitung von Zwangsmaßnahmen oder Verwertungsmaßnahmen auf den Bürger zugehen und von diesem die Zahlung der Forderung verlangen.
Hat der Bürger dann gezahlt, so erwirbt er dann wiederum eine Forderung gegen den Hauptschuldner und muss dann versuchen, seine Forderung, seinen Geldbetrag vom Hauptschuldner wieder einzutreiben. In der Regel werden Bürgschaften verlangt, wie gerade schon erwähnt, wenn ihr zum Beispiel einen Kredit aufnehmt, um ein Auto zu kaufen. Oder aber auch, was auch sehr häufig vorkommt, wenn ihr eine Wohnung oder eine Studentenwohnung anmietet. In der Regel verlangen dann die Vermieter auch eine Garantie, dass ihr die Mietverpflichtungen auch begleichen könnt. Oftmals werden hier Bürgschaften verlangt. Hier, so ist meine Erfahrung, springen dann auch die Eltern als Bürger ein und ermöglichen somit dann die Anmietung einer Wohnung. Darüber hinaus verlangen ja Vermieter in der Regel auch eine sogenannte Kaution. Diese beträgt normalerweise 2 bis 3 Monats Nettomieten. Und für diese Kaution kann auch eine Bürgschaft hinterlegt werden, sofern ihr die Kaution nicht bar hinterlegen könnt oder wollt. Als Bürger kommen hier in aller Regel Banken oder andere Finanzinstitute in Frage. Das heißt, in dem Fall wäre eine Bank der Bürger gegenüber dem Vermieter. Bei Mietausfall, bei drohendem Mietausfall kann sich also der Vermieter sofort an die Bank wenden, die dann zur Zahlung verpflichtet ist. Eine Kautionsbürgschaft ist allerdings nicht preiswert. Die Banken verlangen für die Abgabe einer solchen Bürgschaft natürlich eine Provision. Ja, das soll zunächst mal genügen zur Bürgschaft. Ich freue mich auf euer Feedback und auch auf eure Fragen. Und wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es euch was gebracht hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben zeigt. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.